Exporte deiner Transaktionen kannst du im Tab Exporte erstellen und herunterladen. In der Liste werden alle erstellten Exporte der letzten 14 Tage angezeigt. Hierzu müssen wir zunächst auf den Tab Vorlagen gehen. Mit Vorlagen kannst du die Spalten festlegen, die im Export eingefügt werden sollen. Deine Vorlagen kannst du im gleichnamigen Tab erstellen und verwalten. Zur Erstellung einer neuen Vorlage klicke auf den Button Neue Vorlage. In dem Fenster, das sich öffnet, stehen auf der linken Seite alle verfügbaren Spalten, die genutzt werden können. Mit den Checkboxen und Pfeilbuttons kannst du diese nun in den rechten Kasten schieben und so die Vorlage auswählen. Beispielsweise kann eine Vorlage mit der Short-ID, dem Vornamen und dem Nachnamen des Kunden erstellt werden. Sind alle gewünschten Spalten für deine Exportvorlage ausgewählt, kannst du sie über den Button Speichern mit einem Namen abspeichern. Nun ist die neue Vorlage in der Liste und kann bearbeitet und gelöscht werden, ähnlich wie gespeicherte Filter. Nutze dazu die Buttons am rechten Rand der Tabelle. In der Liste steht dir die Teilen-Funktion zur Verfügung. Indem du auf den Button klickst und im Dialog die E-Mail-Adresse eines anderen Benutzers einträgst, kann eine Vorlage mit diesem geteilt werden. Der Benutzer erhält dadurch eine Kopie deiner Vorlage zur eigenen Verwendung. Exporte der Transaktionen können auf zwei Arten erstellt werden. Zum einen als einmalige Ad-Hoc-Exporte für einen definierten Zeitraum. Zum anderen als terminierte, wiederkehrende Exporte, beispielsweise täglich oder wöchentlich. Schauen wir uns zunächst sofortige Exporte an. Gehe dazu auf den Tab Exporte, wo du auch alle Dateien zum Download abrufen kannst. Über den Button Neuer sofortiger Export kann ein neuer Export erstellt werden. Hier musst du zuerst den gewünschten Zeitraum der Transaktionen festlegen. Danach kannst du einen Filter aus der Liste der gespeicherten Filter auswählen. Sind in der Suchkonsole aktuell Filter definiert, erscheint hier automatisch die Auswahl Zuletzt verwendete Filter, um die aktuelle Ansicht der Transaktion zu exportieren. Andernfalls erscheint die Auswahl Alle Transaktionen. Das bedeutet alle Transaktionen des Zeitraums ohne Filterung. Gleiches gilt für die Vorlage der Spalten. Standardmäßig ist hier Standardspalten ausgewählt, also eine voreingestellte Auswahl an Spalten. Stattdessen kannst du eine von dir gespeicherte Vorlage für den Export verwenden, indem du diese in der Dropdown-Liste auswählst. Im Anschluss muss noch das gewünschte Dateiformat CSV oder XLSX festgelegt werden. Je nach Format kannst du weitere Einstellungen vornehmen, wie beispielsweise die Anzeige der Spaltennamen in der Datei oder den Feldseparator. Du kannst auch die Voreinstellungen ohne Änderung übernehmen. Der Export wird mit dem Button Sofortigen Export erstellen generiert. Er erscheint nun in der Liste mit dem Status Ausstehend. Wurde der Export erfolgreich erstellt und steht zum Herunterladen bereit, ändert sich der Status in einen Link Herunterladen, über den du die Datei herunterladen kannst. Terminierte Exporte kannst du im nächsten Tab erstellen. Auch hier siehst du in der Liste alle erstellten terminierten Exporte mit weiteren Details. Über den Button Neuer terminierter Export kann ein neuer terminierter Export erstellt werden. Zunächst muss der Rhythmus ausgewählt werden, in dem der Export erstellt werden soll. Die möglichen Zeiträume für den terminierten Export sind täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich. Je nach Auswahl kannst du zusätzlich den gewünschten Tag einstellen, zu dem der Export beginnen soll. Steht eine neue Exportdatei zum Download bereit, erhältst du standardmäßig eine E-Mail-Benachrichtigung. Diese kann über die Checkbox hier im Dialog eingestellt werden. Wünschst du keine E-Mail-Benachrichtigung, entferne den Haken. Wie beim sofortigen Export kannst du einen eigenen gespeicherten Filter und eine deiner Vorlagen für den terminierten Export auswählen. Danach kannst du das Dateiformat und weitere Einstellungen auswählen. Außerdem kann ein neuer Name für den Export vergeben werden. Mit dem Button Terminierten Export erstellen wird der terminierte Export hinzugefügt und erscheint nun in der Liste. Über den Bearbeiten-Button auf der rechten Seite können nachträglich noch Änderungen vorgenommen werden. Du hast auch die Möglichkeit, die Einstellung eines terminierten Exports mit anderen Benutzern zu teilen. Wurde ein eigener Filter und eine eigene Vorlage dafür verwendet, werden diese automatisch ebenfalls geteilt. Klicke dazu auf den Button Teilen am gewünschten Export und gebe im Dialog die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der ihn erhalten soll. Dieser Benutzer wird daraufhin eine E-Mail-Benachrichtigung und eine Kopie der Einstellungen erhalten zur Verwendung im eigenen Account. Wurde eine neue Exportdatei zum gewünschten Termin erstellt und steht zum Herunterladen bereit, erhältst du, wenn eingestellt, eine Benachrichtigung mit einem Link per E-Mail. Die Datei wird dann im Tab Exporte mit dem Typ Terminierte Exporte erscheinen. Über den Button Herunterladen kann sie heruntergeladen werden.